So. Hallöchen, liebe Leute, und wir sind hier, um Watson beim Tai Chi zuzusehen oder so. Ja, so in etwa. This green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Ja, langsam erinnere ich mich wieder. Wir wollten ja ein Experiment machen, wie tödlich die Pflanzen sind, die wir According to the gefunden haben. deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Bäh. Was denn? Bäh. According to the Das heißt, wir brauchen jetzt Raupen. Ja, super. Kommen wir doch zur göttlichen Gesellschaft, da gab es doch welche. Können wir auch gleich Meister Yoda nochmal guten Tag sagen. Nö. Aber sieht schon sehr schick aus hier für eine Sekte. Follow my path, and better you will fear. Ja, der große Meister hat gesprochen. Mhm. Irgendwann kriegen wir noch ein Lichtschwert, wenn es so weitergeht. Dann gucken wir uns doch nochmal richtig um. Ja. Vielleicht in einem anderen Raum. This door is locked, but I can try to open it. Natürlich. Fällt ja auch keinen auf. Überhaupt nicht. Ah, hier ist etwas, womit wir arbeiten können. So, Mhm. und Mieser steht erstmal Schmiere. Ja, genau. Ich guck, dass keiner guckt. Ah, Ah. doch. Nee, doch nicht. Zurück? Nee, irgendwie Zurück? passt gar nichts. Hm. Also ich würde. Warte. Hm. Würde ich nicht machen. Obwohl, das könnte noch Nein, passen. nein. Geh noch mal zurück. Ja. Nach oben. So, jetzt. Und jetzt drüber. Jetzt rein. Genau, das passt dann da unten nicht ganz. Aber probier erstmal so, ob du so den Mittelteil drehen kannst oder nicht. Okay, probier mal. Kannst du den auch nach rechts schieben? Nee. Ah, das kann ich auch nach rechts schieben. Ah, da Alles bist klar. du. Ja, Das sieht sieht gut doch schon aus. vielversprechend aus. Oh ja, das sieht super aus. Ist das auch schon mal richtig? Nicht ganz. Mhm.
Moment. Das sieht doch gut aus. Aha! Ja. Ey. Ui, offen. Okay. Hm. Sie haben Hat nichts auch gesehen. niemand gesehen. Genau. Schauen, was versteckt die göttliche Sekte hier? Ein Opiumtablett. These instruments are used for smoking opium. Okay. Möchte jemand eine Pfeife dafür haben? Danke. Keine Okay. Macht den Drogen. Na gut. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. What? This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Zu wissen. Aber ich würde mal sagen, wir gucken sicherheitshalber noch mal etwas. Ja. A Opiumkugel. vast amount of opium. Okay, da sollte ich vielleicht mal Oh, googeln. wow. Ist Opium eine Pflanze? Ja. Gut zu wissen. Opium ist eine Mondart. Aha. Ja, man lernt nie aus. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Und nicht zu kompliziert für dich, Junge. Na gut, wir scheinen ja jetzt alles zu haben, was wir für unser Experiment brauchen. Ab in die Baker Street. Sie, Watson, werden die wichtigste Rolle an diesem Experiment haben. Wir müssen ja Also testen, wie tödlich die Pflanzen sind, also. Oh, wow. Versuchen Sie also ehrlich zu sagen, was für eine Wirkung sie auf Sie haben. I imagine that one of these plants would be Warum capable muss of ich releasing a gerade toxic an- vapor. Riecht das I need to nicht nach find out Tofu? exactly Denk how ich. it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. 1A. Okay. Welche sollen wir zuerst testen? Die dreiblättrige in der Mitte. Okay. Pionera carnivoros. Testen wir es mal. Wow. Also Alkaloid This kann plant sie nicht becomes haben. inactive after being drenched with alkaloid. Okay. Raupen. I Ew. find the behavior of predators utterly fascinating. Das ist aber extrem schnell. Ja, die müssen auch manchmal schnell sein. Und jetzt Okay. piesacken wir das arme Tier. Oh, wow. Ew. Dass die sich echt so It schnell appears to bewegen have kann? fallen Ja. inactive after being disturbed. Fleischfressende Pflanzen können sehr schnell sein. Ah, Die müssen ja manchmal schnell genug sein, um Fliegen und dergleichen zu fangen. ja. Wobei, ja. Okay, ja. Okay, was ist das nächstes? Hm, ja, ich glaube, mit der Pflanze sind wir durch. Wir haben nicht mehr wie die 3 Sachen, oder? Wir haben noch die zwei. Wir Ja. haben bisher dann nur die gehen in der wir zur Mitte rechten. gemacht. Ja, dann ärgern wir die rechte mal. Okay. Florum Diabolica. Hier etwas Alkohol. It appears to open after being soaked with alkaloid. Okay. Jetzt Raupen. Oh! Au! It Was? closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we Yeah. agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Oh, Ich glaub, wow. wir haben schon unseren Täter. Ja, Okay, dann öffnen wir sie wieder. dann Piesacken. Ja. It appears to open after being soaked with alkaloid. Pflanzenquellen, krasse. Tja, im Namen der Wissenschaft. Ja, super. I. It Wäh. closed again.
I believe I saw a small cloud of gas. Das hat aber immer I noch nicht wonder what gereicht. secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Mehr Alkaloid geben? Ja, um sie zu öffnen. Dann noch mehr. It appears to open. Ja. Jetzt schmeiße ich die Carnivorous rauf. Na lol. Geht das etwa? Ah, oder? Nein. Na, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Die ist jetzt in der Mitte, dann müssen wir beide dazu bringen, zu reagieren. Mal gucken. Okay, die geht jetzt zu. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Die sagen, My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Wow. aha. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Carnivorous greift ja alles an, was in der Nähe Raupen hat. Wenn die jetzt die angreift, würde sie Stacheln in alle Richtungen verschießen und die dann richtig doll zusetzen. Schauen wir mal. Wow. Jo. Wow. Ach du Toxic Schande. gas with spores. Extraordinary. Holy The shit. plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Haha. Sehr interessant. Vielleicht sollten wir Mrs. Hudson sagen, sie soll mit einer Schutzmaske hier rumlaufen. Nicht, dass ihr irgendwas passiert. Okay. Ah, jetzt haben wir was. Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft schließt die tödlichen Pflanzen in Kew Gardens, um mit ihnen Montague Dunn zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Sekte nicht verwickelt. Jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. Oh. Persönlich würde ich sagen, dass die Sekte nicht verwickelt ist. Was würdest du sagen? Bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich bin richtig unschlüssig. Aha. Können wir noch mehr Sachen machen? Mal schauen. Albert ist unerfahren. Botanik gehört nicht zu den Stärken von Albert Dunn. Dementsprechend unwahrscheinlich ist, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Sporen gebracht werden konnten. Oder Albert Dunn hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Nee. Er hat überhaupt kein Interesse an Botanik. Ja. Ich denke nicht, dass er es war. Nun Miss White. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der tödlichen Pflanzen zu garantieren. Oder Miss White hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Miss White ist schon irgendwie verdächtig. Ein wenig schon, ja. Macht sich gerne an reiche ältere Herren an, um sich ihren Lebensstil zu finanzieren. Sie scheint auch sehr viel im Kopf zu haben. Die Frage ist nur, reicht ihr Wissen aus, um sowas in die Wege zu leiten? Ja. Ich sag mal ja. Oh.
White hat Dunn getötet. Margaret White hat Montague Dunn ermordet. Ich denke mal, wir sollten die Untersuchung noch fortsetzen. Ja. Wir wissen es noch nicht mit Sicherheit. Das ist bisher nur eine Vermutung. Dann auf nach Kew Gardens. Mahlzeit. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Das ist Herr Albert. Wie geht's, mein Lieblings-Nicht-Botaniker? Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 Mhm. minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Ich würde sagen, weil sein Vater gestorben ist. Nein, ich glaube nicht. Aha. Hat er vielleicht irgendwas mit dem Opium zu tun? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Mhm. Thank you, young man. Also, We shall see der you again Hamish ist soon. richtig. Aha. Wie kann er sagen, dass er sich nicht wohlgefühlt hat, wenn der Typ doch hier drin erstickt ist oder in den Giftdings? Tja. Vielleicht wollte er auch Miss White nicht länger teilen, wer weiß. Hm. Das könnte auch möglich sein. Na gut. Wir sollten vielleicht noch Miss White kurz befragen. Ja. Natürlich sehr subtil und gentlemanlike natürlich. Ja, natürlich. Und zwar mit wie vielen in dieser Anlage haben Sie schon geschlafen? Ja, super. Na gut, ist vielleicht doch ein bisschen zu direkt. Und ich will es auch gar nicht wissen. Versteckt sich wieder sonst wo.
Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Mhm. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Mhm. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Einige Zeit später. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Schön. Das heißt, ich darf jetzt meinen Adlersinn einsetzen und nachgucken, was hier passiert ist. Ja, hier lag wahrscheinlich die Büste. Ja. Ah ja. Dann ist er aus dem Raum geflogen. Und dagegen geknallt. Mhm. Okay, sonst sehe ich hier nichts. Okay, dann schauen wir es uns mal an. Ja, sieht doch schlüssig aus. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Mhm. Die Frage ist halt, wer hat die Pflanzen ausgerechnet da und da gelegt? The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Das heißt, Toll, die fallen ihm doch auf die Birne. ja, Bäh. aber es ist für den Fall, also Aber nicht mit Rauch. könnte schlimmer sein. Wie? Könnten richtige Maden sein oder so. Okay, jetzt wird's ekelhaft. Bah. Küchenschaben oder... Ist alles nicht besser. Nein, 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 nein. Ich habe doch gesagt, das ist schlimmer als die Raupen, also. Aber die Raupen sind auch schlimm. Bäh. Ja. Keine Sorge, die sind ja eh tot. Aha. Ach, Heiliger.
Before starting the engine, I need to enable the power supply. Okay. Gespeichert? Hä? Okay, dann halt so. Wir haben doch eh nichts gemacht. Du hast den Knopf zweimal gedreht. Ach. Das wir da gemeint haben. Ja, wahrscheinlich. Hey, wo ist hier der blöde Generator? Das kleine Ding da. Oh, no, da kann ich nicht machen. Oh nein, ich jetzt. Vielleicht den Knopf drücken, auf dem Power steht. The power is on. Wow! The engine cannot be started whilst the transmission is active. Das greift. The engine has started. Jetzt The aber. ventilation system is working. Total. Ja, Aber hey, wir haben es geschafft. ja. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch irgendwas machen. Irgendwie müssen wir verhindern, dass das Teil woanders rauskommt. Ah, Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from Ach ja. here. alles klar, alles klar. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Das dürfte doch schwierig werden. Aber alright, wir gehen einfach weiter. Aber Hamish könnte schon passen, denn hier ist sein Büro und hier haben wir auch die Büste gefunden. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Ja, und jetzt könnten wir jetzt fragen, wann kriegt Watson die Raupen ab? Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Und? It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just get rid of these caterpillars. Ich hab's Oh, die leben doch. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Vielleicht Miss White und Hamish? Hamish ist schuldig. Martin Hamish könnte der Täter sein. Er hatte die Gelegenheit, die Pflanzen der Göttin-Gesellschaft zu stehlen und von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren, unmittelbar nachdem er Montague Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen hatte. Dann kommt Hamish verhaften lassen. Ja, warum nicht? Scheint, als hätten wir es gelöst. Let's go to Scotland Yard. Natürlich. Auf zu Scotland Yard. Haben wir den Fall echt schon gelöst? Watson, Sie müssen nicht verhaftet werden, also kommen Sie von da weg. Oh, ich muss kurz an die Tür. Alles klar.